Der grenzüberschreitende Verwaltungsansatz ist ungemein wichtig bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Grenzbereich. Die Schengen-Grenzen sind offen, aber jeder Mitgliedstaat hat eigene Gesetze, hat eine eigene Verwaltungsstruktur und eine eigene Verwaltungspraxis. Und diese Kenntnisse sind in dem jeweiligen Nachbarland vielleicht gar nicht vorhanden. Die organisierte Kriminalität macht sich das zunutze und bewegt sich frei im Grenzraum und setzt vielleicht Projekte, die es in einem Land nicht umsetzen kann, im anderen Land um. Und ein grenzüberschreitender Verwaltungsansatz könnte uns helfen, Wissen zu schaffen und Wissenslücken zu schließen, um gemeinsam gegen die organisierte Kriminalität auch auf Verwaltungsebene vorgehen zu können. Das EURIC hat eine ganz wichtige Arbeit geleistet, indem es den Grundstein für den grenzüberschreitenden Verwaltungsansatz gelegt hat. Das sieht so aus, dass zunächst das grundlegende Wissen vermittelt wurde, dass aber auch Kontakte hergestellt wurden und dass wir auf dieser Grundlage miteinander ins Gespräch gekommen sind. Nämlich wir, das sind die teilnehmenden Länder, die Niederlande, Belgien und Nordrhein-Westfalen oder Deutschland. Ja, wir haben gemeinsam große Erfolge erarbeitet, und zwar haben wir zum einen das angesprochene Basiswissen geschaffen. Da war sehr hilfreich, dass die Universitäten in den 3 Ländern mitgeholfen haben, um dieses Wissen zu schaffen. Wir hatten auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen Studentenprojekte, die bestimmte Fragen aufgearbeitet haben, und die waren für alle Seiten auch sehr erfolgversprechend. Aber Gleiches gilt auch für die Arbeiten der Universitäten in Maastricht und Leuven. Und ein weiterer Aspekt, wo wir sehr vom EURIC profitiert haben, das ist die Vernetzungsarbeit. Wir haben in ganz verschiedenen Bereichen haben Kommunen, Polizei, aber auch Staatsanwaltschaft und Finanzämter miteinander zusammengearbeitet. Und die Arbeit des EURIC bezieht sich ja in erster Linie auf Fallmanagement, und dieses Fallmanagement ist auch sehr geeignet, konkrete Beispiele zu schaffen, anhand derer man dann überprüfen kann, ob wir schon genügend Basiswissen angesammelt haben oder ob wir dann den einen oder anderen Aspekt auch noch wissenschaftlich vertiefen müssen. Also das ganze Konzept finde ich ausgesprochen gelungen. Ja, wir haben einen Ansatz gemacht. Es hat sich aber herausgestellt, dass gerade die nordrhein-westfälischen Gemeinden noch nicht den Mehrwert ihrer Zusammenarbeit, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, zum Beispiel mit den Kommunen in den Niederlanden und Belgien, erfasst haben. Da fehlt noch irgendwo das Bewusstsein, viel weiter voneinander profitieren zu können. Deswegen ist es wichtig, auf dieser Arbeit aufzubauen und diese Arbeit weiter voranzutreiben. Denn wir möchten, dass unsere Kommunen mehr eigene Fälle einbringen. Denn es gibt Überschneidungen, das haben die bisher praktizierten Fallbeispiele gezeigt. Und wir werden in den nächsten Monaten und hoffentlich auch Jahren weiter an dem Bewusstsein unserer Kommunen arbeiten. Denn auf diesen Erkenntnissen, die wir mit denen haben, können wir dann auch entscheiden, wo noch eventuell Gesetzesänderungen erforderlich sind oder wo es vielleicht auch reicht, auf der Basis der bestehenden Gesetze einfach die Verwaltungspraxis noch anders auszugestalten und andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu nutzen, ohne dass neue Gesetze geschaffen werden müssen. Es wäre sehr, sehr schade, wenn das EURIC seine Arbeit einstellen würde oder einstellen müsste. Denn wir haben gerade in den vergangenen 3,5 Jahren, in denen das EURIC tätig ist, so viele Erfolge erzielt, auf die ich ja schon hingewiesen habe. Wir haben eine Basis geschaffen, wo wir im Prinzip einfach nur aufsetzen müssen, wo wir noch weitere Aspekte vertiefen müssen, wo wir ein Bewusstsein schärfen müssen. Aber wir sind jetzt eigentlich auf genau dem richtigen Weg, auch in Nordrhein-Westfalen von dieser Arbeit zu profitieren.
wie das meiner Wahrnehmung nach auch schon in den anderen Ländern, in den Niederlanden und Belgien der Fall ist, wo meines Erachtens ein größeres Bewusstsein vielleicht von Anfang an da wäre. Und es wäre sehr schade, wenn wir diese Verwaltungsarbeit, die wir jetzt erzielt haben, stoppen müssten.